Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vor einem Jahr ein Video gemacht über das beste Bluetooth Motorrad-Headset, das man einfach komplett stressfrei unter seinem Helm tragen kann und während dem Fahren einfach nur Musik genießen kann. Also so wie ich höre einfach wirklich gern Musik. Ich will aber eigentlich nicht sprechen, ich will einfach nur fahren und eine gute Zeit haben. Dementsprechend braucht man eigentlich Kopfhörer und es ist echt schwer zu finden, die hier hinter dem Ohr oder die hier beim Ohr relativ flach abschließen, sodass es einfach nicht drückt, sodass du den Helm runterziehen kannst, es nicht verrutscht, es einfach quasi im Hörkanal verschwindet. Und für mich sind die quasi ziemlich perfekt. Jetzt habe ich letztes Jahr dieses Video gedreht, aber habe die Erfahrung gemacht, leider sind mir innerhalb dieses Jahres beide Headsets, also ich hatte eins für mich und eins für die Freundin, eingegangen. Ich bin dieses Jahr im Frühjahr 400 Kilometer nonstop mit meinem Rennrad gefahren und hatte deshalb extreme Trainingssessions, wo ich einfach 8 Stunden gefahren bin, 10 Stunden gefahren bin, 16 Stunden gefahren bin und da wollte ich halt durchgehend Musik hören und dieses Headset hat sich halt auch perfekt dafür geeignet, weil ich finde am Fahrrad oder auch am Motorrad, es braucht fast ein Kabel, weil wenn sonst einer runterfällt, bist du einfach gegebenenfalls am Arsch. Hier hängt das immer noch irgendwo dran, vielleicht beim Halstuch, vielleicht bei der Motorradjacke, bei der Fahrradpresse, wo auch immer. Dementsprechend, was ich als Problem bei dem anderen Headset, gerne hier der Titel, rausgefunden habe, war, nach 3 bis 4 Stunden hat bei mir einfach ein Ohrhörer den Geist aufgegeben. Ich konnte es mir nicht erklären, ich habe es mit 3 verschiedenen Handys getestet, 2 von mir, eins von der Freundin. Es war überall dasselbe Verhalten. Nach 3 bis 4 Stunden hat einer der Ohrhörer den Geist aufgegeben. Einfach, es kann nicht an der Android-Version gelegen haben, es kann nicht am Handy liegen. Eigentlich alles was Unterschiedliches. Deshalb irgendwie sind die Teile defekt geworden. Und es tut mir halt echt leid, wenn ich euch was empfehle, was nicht perfekt ist, weil es muss schon einigermaßen einiges aushalten, wenn ich es empfehle und sage, es ist gut. Ich habe tatsächlich beide weggeschmissen, weil auf keinen Fall kann ich damit leben. Es war dann nicht fixbar, also du hast es ausgeschaltet, du hast es neu gestartet, es war in dem Moment defekt, ganz spannend, hast du es irgendwie einen Tag später gekoppelt, ging es wieder. Auch für kurze Fahrten oder kurz einfach mal laufen gehen oder so hat es auch funktioniert, aber halt nach diesen 3, 4 Stunden hat es immer bei mir diesen Fehler gehabt. Deshalb habe ich mich wieder umgesehen nach einem neuen Headset. Und dann bin ich auf dieses gestoßen, habe ich quasi auch den ganzen Winter bei 0 Grad Outdoor für euch erfahren und auch auf der Strecke nach Wien, 24 Stunden nonstop, gerne das Video hier, habe ich einfach es benutzt. Es ist perfekt, Akkuleistung ist perfekt und es ist auch perfekt flach unter dem Motorradhelm. Es ist vom Namen relativ kompliziert, aber gerne auch für euch eingeblendet und auch in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist ein Sony WI-C310. Komplizierter geht es mit dem Namen, glaube ich, echt nicht, aber ein Sony WI-C310 hat eine Akkulaufzeit offiziell von 15 Stunden. Die Teile halten auch irgendwie magnetisch zusammen. Man sieht es ja, es ist nicht wirklich absolut, also ja, ich weiß nicht, ob man es braucht, aber sie können es. Genau, hier auf beiden Seiten hast du quasi ein Element, das es quasi einfach auch symmetrisch hängt. Also was ich mache, so wie bei dem Teil, ich schiebe die Teile quasi unter den Kragen rein, dann schlupft das da ein bisschen rein. Das Kabel kann man auch hinten verlegen, dann ist das eigentlich hier perfekt eingebunden. Also das geht auch bei mir sonst beim Halstuch. Ich schiebe das quasi immer unten rein und dementsprechend jetzt kommt, hier habe ich diese beiden, kann ich einfach flach reinstecken, weil hier mein Helm draufgesetzt. Sitzen perfekt, in-ear-mäßig, Sound ist perfekt. Weltklasse, deshalb Akkulaufzeit auf jeden Fall, ich würde sagen, ausreichend für 2 durchschnittliche Tourtage, aber ja, ist ein USB-C-Ladegerät auch, kann man perfekt. Du gibst es raus, sie sind ein bisschen größer, rausgefallen, aber ja, sie sind ein bisschen größer, sie gehen ein bisschen weiter raus als die von diesem Video. Ja, also sie gehen ein bisschen weiter raus, aber sie erfüllen den Zweck auch perfekt. Sie sind wirklich auch komplett stressfrei zu benutzen. Ich habe mittlerweile ein Cardo Freecom 2X in meinem Helm verbaut. Ein Review-Video kommt in Kürze, also wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like für dieses Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ein Abo auch da. Das Freecom 2X liefert zwar schon guten Sound, aber natürlich kann man es einfach nicht vergleichen mit In-Ear-Kopfhörern. Das heißt, ich würde sagen, wer wirklich nur Musik hören will, soll sich einfach In-Ears in den Kopf stecken, weil es ist einfach direkt in die Ohrmuschel integriert und der Sound ist einfach am geilsten. Und deshalb würde ich sagen, das ist schon gut so. Dementsprechend, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Erfahrungen habt mit dem alten Headset, schreibt auf jeden Fall, funktioniert bei euch alles. Vielleicht hatte ich einfach 2 Montagsmodelle, manchmal hat man einfach Pech.
Und wenn ihr euch dieses besorgt habt und ich hoffe, ihr seid auch zufrieden, teilt auf jeden Fall in den Kommentaren, ob es euch gefällt, ob es für euch passt, ob es für eure Ohren passt. Man weiß ja nicht, manche Leute haben kleinere Ohrenmuschel, größere Ohren. Also alles ist ein bisschen subjektiv. Aber ich habe sehr, sehr lang nach solchen Kopfhörern gesucht und auch nach diesen. Wenn sie bei euch funktionieren, perfekt. Ich finde, die anderen sind wirklich noch flacher, dementsprechend noch besser. Video gerne hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, macht es ganz gut. Tschüss.